Es war sicher eine der Überraschungen der Opening Night zur Gamescom 2024. Peter Molyneux betritt die Bühne und stellt, als wäre die letzten Jahre nichts gewesen, sein neues Spiel Masters of Albion vor, welches alte Dungeon Keeper, Black and White und Fable-Spieler in ihren Bann ziehen soll. Klingt ja super, aber Moment mal, was ist denn da eigentlich genau das Problem? This is just a glimpse of Masters of Albion, an open-world god game full of combat, choices, mystery and story. Ja, Peter Molyneux ist wieder da. Sicherlich einer der großen Helden meiner Kindheit, dem ich Spiele wie Populous, Theme Park, Theme Hospital, Dungeon Keeper oder auch Black and White zu verdanken habe. Wirklich, danke Peter dafür. Allerdings erschien Black and White 2 in 2005, also vor knapp 20 Jahren, und seither war ich dann halt auch irgendwo raus. Klar, da kam noch die Fable-Reihe und das durchaus lustige The Movies, aber das klammere ich jetzt mal aus, weil ich es auch nicht gespielt habe. Problematisch ist nämlich eher das, was er mit seinem aktuellen Studio 22 Cans produziert hat, nämlich die übelsten Pay-to-Win- und NFT-Höllen, die Gott sei Dank alle vollkommen an mir vorbeigelaufen sind. So schlimm aber, dass er sich seinen Ruf in der Branche durch nicht eingehaltene Versprechen, gepaart mit übelster Abzocke, eigentlich nachhaltig zerstört hat. Und jetzt ist er bereits nach nicht einmal einem Jahr wieder da, steht auf der Bühne und witzelt selbst darüber, was er da eigentlich für einen Müll die letzten Jahre für Smartphones produziert hat. So möchte er mit seinem neuen Projekt nun auch endlich auf den PC zurück und bringt dafür, laut eigener Aussage, die alte Band wieder zusammen. Also Veteranen, die mit ihm die größten Hits unter Bullfrog und Lionhead produziert haben. Gewisse Skepsis bleibt natürlich berechtigterweise vorhanden. Masters of Albion soll jetzt das Beste aus Dungeon Keeper, Black and White und Fable vereinen und daher wie gehabt eine Göttersimulation werden, in der direkt sehr sichtbar aber auch diverse Elemente der zuvor gescheiterten Smartphone-Spiele mit einfließen. Der Trailer ist dabei in gewisser Weise noch eher nichtssagend, als dass man hier das laut Beschreibung als Open World angelegte Aufbauspiel in diesem Maße erkennen könnte. Was direkt auffällt, ist die eigene Götterhand, mit der man eigene Bürger aufnehmen und dann dementsprechend zum Arbeitsplatz wortwörtlich werfen kann. In der Nacht soll eure Siedlung dann von Untoten und Monstern bedroht werden, weswegen ihr über einen Held oder Helden verfügt, welche ihr wahlweise im RTS-Style oder ebenfalls altbekannt via Symbiose selbst steuern könnt. Allerdings diesmal in der Third-Person-Perspektive statt dem Ego-Modus. Alternativ könnt ihr als Gott auch mit Blitzschlägen oder ähnlichem aktiv in den Kampf eingreifen. Ich sag's euch ehrlich, das klingt alles gar nicht mal so schlecht, aber in Bezug auf die Vorgeschichte und den leider nichtssagenden Trailer erwartet uns hier tendenziell leider eher Müll. Aber abwarten, ich werde wieder berichten. Also gerne Abo da lassen, damit ihr nichts verpasst und bis zum nächsten Mal. This is just a glimpse of Masters of Albion, an open-world god game full of combat, choices, mystery and story. It's available to wishlist on Steam now.